ältere Klassiker, aber auch neuere Filme von den 70ern bis zur Jahrtausendwende sind oft online einfach nicht erhältlich. Die Suche nach dem Lieblingsfilm der Prä-Internet-Ära auf den Streamingdiensten ist meist vergeblich. Es fehlt also schlicht der Zugang zu Filmperlen aus der Vergangenheit. Damit diese auch künftigen Generationen zugänglich sind, ist es unumgänglich, die Filmdigitalisierung voranzutreiben, bevor diese Schätze zu Staub zerfallen. Filmo präsentiert eine 5-teilige Miniserie. Die Filmdigitalisierung oder wie ein Filmklassiker digitalisiert wird. In Teil 1 haben wir erfahren, wie das Filmarchiv das Ausgangsmaterial vorbereitet. In Teil 2, wie im Labor aus analogen Bildern digitale Daten werden. Und in Teil 3, wie diese Bilder restauriert werden, damit der Film wieder seinen originären Look hat. In Teil 4 zeigten wir, wie wir es mit HDR in der Bildrestaurierung auf die Spitze treiben können. Und dann haben wir gemerkt, dass wir auch noch vom Ton sprechen sollten. Denn ohne Ton keine Musik. Was meinst du, Peter? Willkommen im Tonstudio. Hier werden die Filmtonspuren bearbeitet, damit nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren der Zuschauer in den Genuss eines modernen Kinoerlebnisses kommen. Hörst du's, Clara? Ja, ich höre. Der Ton wurde vom Digitalisierungslabor auf die Server des Tonstudios geladen. Wie beim Bild wird die digitalisierte Tonspur zuerst genauestens analysiert. Für die Restaurierung werden hochwertige Klangfilter, aber auch spezielle Audiorestaurierungsprogramme eingesetzt. Wesentlich ist aber das Know-how des Toningenieurs. Er muss nicht nur über die heutigen Werkzeuge Bescheid wissen, sondern auch über die Bild- und Tontechniken, die damals verwendet wurden. Abhängig vom Herstellungsjahr der originalen Tonspur und der damals verwendeten Technik können Verschmutzungen in der Tonspur erkannt und schonend entfernt werden. Alte Filmtonspuren haben oft Störfrequenzen, zum Teil statisch über den ganzen Film, zum Teil verändern sie sich zeitabhängig. Störfrequenzen kommen meist von der damaligen Überspielung des Lichttones auf den Filmstreifen oder von der Alterung des Zelluloids. hier hören wir eine dieser Störfrequenzen als Brummton. Du sagst ja kaum mehr Grüezi. Man kann kein Wort mehr reden mit dir. Und überhaupt, du bist... Was bin ich? Was bist? Stinkmuff! Wegen dem könnt ihr mit mir noch lange nicht machen, was ihr wollt. Nicht sauber gewartete Geräte können Laufzeitschwankungen verursachen und somit den Brummton in der Tonhöhe verändert haben. Auch altersbedingte Veränderungen des Tonträgermaterials können zu ungewollten Unregelmäßigkeiten führen. Um das Original so wenig wie möglich zu verändern, werden diese Störfrequenzen nun punktuell entfernt und nicht pauschal über die gesamte Tonspur. Grüezi, man kann kein Wort mehr reden mit dir. Und überhaupt, du bist... Was bin ich? Was bist? Stinkmuff! Verunreinigungen des analogen Datenträgers können kurze Störimpulse verursachen. Mit einer entsprechenden Software können diese gezielt entfernt werden. Die Schwierigkeit liegt hier darin, dass man aufpassen muss, dass nicht aus Versehen Bestandteile des ursprünglichen Filmtons entfernt werden. Viele Störer entstehen durch Klebestellen des Filmmaterials, also die Stellen, wo einzelne Filmszenen zu einer Filmrolle zusammengeklebt wurden. Durch die Alterung verändern sich diese Klebestellen und werden durch die Lichttonkamera als Klang erfasst. Diese eher tieffrequenten Störungen, vor allem bei Bildschnitten, werden in der Regel einzeln und manuell entfernt. Du hast ja ganz rote Backen. Du hast ja ganz rote Backen.
Staub oder feinste Kratzer auf der analogen Tonspur sind die Ursache für sogenannte Crackles oder unangenehmes Rauschen. Halt! Komm du mal da rein. Mit einer weiteren Softwarekomponente können diese kleinen feinen Untöne entfernt werden. Halt! Komm du mal da rein. Eine weitere aufwendige Arbeit ist die Anpassung der Klangqualität und Lippensynchronität der Sprache, die sich manchmal durch ungeschickte Schnitte oder durch das unsachgemäße Kopieren ergeben kann. Die Sache muss natürlich unter uns bleiben. Guten Tag, Clara. Wie geht's dir? Danke, lieber Peter. Beinahe forensisch wird die Arbeit des Tonmeisters, wenn durch Beschädigungen der analogen Datenträger Teile der Töne verloren gingen und so Dialoge, Geräusche oder Musikteile nachgebaut werden müssen. Nach mehreren Tagen Arbeit ist ein Ton da, der mit der Qualität des restaurierten Bildes harmoniert und die Musikboxen der heimischen Home-Cinema-Anlage auslasten kann. Mittlerweile wurden mit der Unterstützung von Filmo innerhalb von 3 Jahren über 50 Schweizer Filme neu digitalisiert und 118 neu veröffentlicht. Die Arbeit ist längst nicht zu Ende. Viele weitere Filmschätze warten nur darauf, in den digitalen Raum aufgenommen zu werden. Und dann müssen diese ja auch noch von den Streaming-Diensten zugänglich gemacht werden. Doch das ist eine andere Geschichte. Wenn dir diese Videoserie gefallen hat, Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal, damit du über neue Videos benachrichtigt wirst. Schweizer Filme neu entdecken auf fimo.ch